Die ersten Strahlen der Morgensonne sind gerade über die Serengeti-Graslandschaften aufgegangen. Der Nebel hängt noch wie dünner Rauch. In dieser dämmerigen Stille versammelt sich ein Rudel afrikanischer Wildhunde. Nicht knurrend, nicht heulend, nur kichernd, sanft die Nasen reibend. Das ganze Rudel versteht, es ist Zeit zu jagen. Afrikanischer Wildhund, die Kunst der Rudeljagd in freier Wildbahn. In Afrika, dem Land der blutigen Jagd und der harten Überlebensgesetze, werden seit langem Könige benannt. Löwen herrschen, Leoparden verstecken sich lautlos, Hyänen schleichen wie opportunistische Jäger. Doch im Schatten dieses Rufs gerät einer in Vergessenheit. Ein stiller Krieger, nicht knurrend, nicht majestätisch, der afrikanische Wildhund. Und wenn Sie immer noch denken, diese Art sei nur ein streunender Hund, ist es an der Zeit, Ihr gesamtes Wissen über die Welt der Fleischfresser zu überdenken. Der afrikanische Wildhund oder Lycaon pictus, was gemalter Wolf bedeutet, ist der Beweis dafür, dass Effizienz nicht protzig sein muss. Mit einer Jagderfolgsquote von bis zu 80% übertrifft er sowohl Löwen als auch Leoparden. Doch statt aus dem Hinterhalt zu jagen, wählen Wildhunde die beharrliche Jagd des Menschen, bis die Beute vor Erschöpfung zusammenbricht. Diese mörderische Effizienz beruht auf einem seltsamen, ja sogar etwas einzigartigen biologischen System. Das Fell gleicht einem abstrakten Gemälde, die Ohren sind groß und keck wie Satellitenschüsseln, die Beine lang und dünn, doch jedes Merkmal ist ein perfektes Ganzes. Die großen Ohren helfen ihnen, Geräusche aus kilometerweiter Entfernung zu hören. Die langen Beine ermöglichen ihnen, mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde ununterbrochen zu laufen. Die Zehennägel sind nicht wie bei Katzen einziehbar, was ihnen besseren Halt am Boden gibt. In der Natur ist nichts zufällig, selbst das seltsame Aussehen hat einen Grund. Doch was afrikanische Wildhunde wirklich besonders macht, ist nicht ihre Geschwindigkeit oder ihre Gestalt. Es ist ihre Lebens- und Jagdweise, wie eine gut koordinierte Fußballmannschaft. Es gibt keinen aggressiven Alpha, keinen Diktator, der seine Macht zur Schau stellt. Stattdessen herrscht ein unglaublicher Teamgeist. Jede Jagd ist eine Symphonie der Koordination. Positionen werden aufgeteilt, Beute angelockt, Rückzugswege blockiert und Angriffe werden wie geplant ausgeführt. Und nach jeder Jagd dürfen alle Mitglieder fressen, von den frisch gezahnten Jungen bis zu den Alten und Schwachen, die nicht mehr jagen können. Das Seltsame ist, dass sie nicht um ihren Anteil kämpfen. Es ist nur ein quietschendes Geräusch wie Lachen, ein ungewohntes Geräusch in einer Welt, in der Fleischessen kämpfen bedeutet. Während viele stärkere, größere Raubtiere leicht ins Chaos getrieben werden, wählen afrikanische Wildhunde den Weg der Zivilisation. Wenn die Jagd ein Test der Taktik ist, dann ist die Paarungszeit ein Test des Altruismus für afrikanische Wildhunde.
Nur ein Anführerpaar pflanzt sich fort, aber das ganze Rudel kümmert sich um den Nachwuchs. Es gibt keine Konkurrenz, keinen Streit. Die verbleibenden Individuen unterstützen sich freiwillig. Sie jagen, beschützen den Bau und würgen gekautes Futter für den Nachwuchs hoch. Denn für sie ist das Überleben eine Frage des gesamten Rudels, nicht eines Einzelnen. Jeder Wurf kann bis zu 25 Welpen umfassen, die am Ende der Trockenzeit geboren werden, wenn es mehr Beute gibt. An diesem Morgen, bevor das Sonnenlicht den Tau auf dem Gras trocknen konnte, bewegten sich die Wildhunde als geschlossene Einheit. Ohne ein klares Signal verstand jeder Einzelne seine Rolle. Doch das vereinteste Tier der Steppe steht am Rande des Aussterbens. Nicht, weil es schwach wäre, sondern weil die Menschen es als Unruhestifter betrachten. Sie werden gejagt, sterben an Krankheiten, die von Haushunden verursacht werden, und verlieren durch menschliche Eingriffe nach und nach ihren Lebensraum. Eine Art, die dazu geboren wurde, in Gruppen zu jagen und füreinander zu leben, verschwindet nach und nach, weil sie fälschlicherweise für gefährlich gehalten wird. Die wilde Welt ist nicht nur voller Raubtiere. Irgendwo gibt es auch Lebewesen, die ein ruhiges, alleiniges Leben führen und jeglichen Zusammenstoß vermeiden. Eines davon ist das Schuppentier. Ein Tier, das nicht jagt, nicht kämpft, nicht konkurriert, sondern einfach still und eigenständig existiert. Schuppentiere haben lange Körper, deren gesamter Körper mit Schichten von Hornschuppen wie ein Panzer bedeckt ist. Bei Gefahr rollen sie sich zu einer Kugel zusammen, ein einfacher Selbstverteidigungsreflex, der einst gegen natürliche Feinde wirksam war, gegen Menschen jedoch wirkungslos ist. Schuppentiere haben keine Zähne. Sie ernähren sich von der Suche nach Termiten und Ameisen und saugen sie mit ihren langen, mit klebriger Substanz bedeckten Zungen einzeln aus. Sie graben Nester, sind nachtaktiv und erregen selten Aufmerksamkeit. Bei der Geburt klammern sich die Jungen an den Rücken der Mutter. Bei Bedrohung schmiegt sich die Mutter still und bedingungslos an ihr Junges, um es zu schützen. Weltweit gibt es 8 Schuppentierarten, die in Asien und Afrika verbreitet sind. Doch wo immer sie sind, ihre Gewohnheiten sind dieselben. Sie leben allein, bewegen sich langsam und sind geräuschlos.
Daher haben sie bei der Jagd kaum eine Chance zu entkommen. Und weil sie so leise sind, verschwinden sie allmählich, ohne dass es jemand merkt. Schuppentiere sind seit vielen Jahren das am häufigsten illegal gehandelte Säugetier der Welt. Sie werden wegen ihrer Schuppen und ihres Fleisches gejagt, aufgrund unbewiesener Annahmen. Nicht, weil sie schädlich sind, sondern einfach, weil sie sich nicht wehren können. Naturschutzorganisationen setzen sich derzeit für den Schutz der Schuppentiere ein. Doch da ihre Zahl in freier Wildbahn zurückgeht, hängt das Überleben dieser Tiere davon ab, wie Menschen mit den kleinsten, schwächsten und am leichtesten zu vergessenden Wesen umgehen. Wenn Schuppentiere sich für ein ruhiges Leben entscheiden, fernab von allen Konflikten. Auf denselben Grasflächen gibt es ein anderes Wesen, das geboren wurde, um allein zu sein, sich aber nicht zu verstecken, sondern um zu jagen, entschlossen zu sein und zu verschwinden, bevor es jemand sieht. Er ist Afrikas leisester Killer-Leopard. Leoparden sind kleiner als Löwen, aber viel beweglicher und diskreter. Ihr goldenes Fell ist mit schwarzen Flecken übersät, sodass sie im gesprenkelten Licht der Büsche fast verschmelzen. Sie sind keine laute Art. Sie leben allein, bewegen sich leise und erregen selten Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zu Wildhunden oder Löwen, die im Rudel jagen, kümmern sich Leoparden um alles, von der Nahrungssuche bis zur Aufzucht ihrer Jungen. Das Besondere daran ist, dass sie ihre Beute oft auf Bäume tragen. Nicht um mit ihren Leistungen anzugeben, sondern um sie vor anderen Raubtieren zu schützen. Hoch oben haben Leoparden ihren eigenen Bereich, in dem sie die Früchte ihrer Arbeit genießen können. Jeder Leopard hat sein eigenes Revier und markiert es diskret mit Duft- und Kratzspuren. Sie stehen sich selten direkt gegenüber und vermeiden Kollisionen, wenn möglich. Selbst Leopardenmännchen und Weibchen treffen sich nur kurz zur Paarung und trennen sich dann, wobei jeder seinen eigenen Lebensweg fortsetzt. Die Leopardenmutter zieht ihre Jungen allein auf und führt sie überall hin, um ihnen Überlebenstechniken beizubringen. Ohne Unterstützung, ohne Rudel, auf das sie sich verlassen kann, nur mit Instinkt und Geduld. Leise, diskret und unaufdringlich. Der Leopard muss nicht knurren, um seine Position zu behaupten. Er existiert auf seine eigene Art, leicht wie ein Schatten, aber stets am Rande allen wilden Lebens präsent. Leoparden entscheiden sich oft für ein ruhiges Leben und vermeiden unnötige Auseinandersetzungen. Doch manchmal wird diese Ruhe durch Umstände gestört. Wenn vertraute Beute knapp wird, muss der Leopard auf riskantere Optionen wie eine Gruppe Paviane zurückgreifen. Im Gegensatz zu Antilopen oder Hasen sind Paviane keine leichte Beute. Sie sind intelligent, leben in großen Gruppen und sind bereit, sich zu wehren, wenn sie bedroht werden. Doch der Leopard weicht nicht zurück. Er wartet, wenn sich eine Gelegenheit bietet, egal wie klein, und schlägt zu, wenn es nötig ist. An diesem Morgen hatte sich der Nebel noch nicht vollständig gelichtet und das Zwitschern der Affen hallte unter einem großen Baum wieder.
Das ist der Leopard, aber anderswo ist der Leopard mehr als nur ein Raubtier. Für die Zulu in Südafrika bedeutet er etwas anderes: Stärke, Autorität und göttlichen Schutz. Die Zulu nennen den Leoparden Ingwe. Er wird mit Königen, Anführern und edlen Kriegern in Verbindung gebracht. In der traditionellen Zulu-Kultur dürfen nur hochrangige Personen Gewänder oder Kostüme aus Leopardenfell tragen. Es ist nicht nur ein Schmuckstück, sondern ein Zeichen von Macht und Respekt. Seitens der Gemeinschaft. Das Symbol des Leoparden erscheint auch in religiösen Zeremonien, insbesondere in der Nazareth Baptist Church, auch bekannt als Shembe. Während des jährlichen Festes im Januar reisen Tausende von Pilgern zum Berg Nlangakasi, um an heiligen Tänzen teilzunehmen. Viele von ihnen tragen Gewänder aus Leopardenfell, um ihre Verbindung zu ihren Vorfahren und Beschützern zu zeigen. Doch genau diese Verehrung hat den Druck auf die wilden Leopardenpopulationen erhöht. Die Verwendung echter Felle hat zu Wilderei und einem starken Rückgang der Leopardenpopulation im südlichen Afrika geführt. Angesichts dieser Situation haben sich Shembe-Führer und Naturschutzorganisationen zusammengeschlossen, um eine nachhaltige Lösung zu fördern: die Verwendung von künstlichem Leopardenfell. Der Stoff imitiert das detailgetreue Leopardenmuster und erfüllt so die Anforderungen des Rituals, ohne dass wilde Tiere getötet werden müssen. Wenn die Zulu heute beim Fest in künstlichem Leopardenfell tanzen, bewahren sie nicht nur ihre Kultur, sondern schützen auch das Tier, das sie einst als heilig betrachteten. Von einer einzelgängerischen Art ist der Leopard durch den Menschen auf respektvollere Weise in das Gemeinschaftsleben eingetreten. Nach dem Leoparden, einem in der Zulu-Kultur verehrten Symbol der Autorität, führt uns die Reise der Wildnis zu einem weiteren Lebewesen. Nicht so wendig, nicht so leise wie der Schatten des Baumes, aber dennoch eine unverwechselbare Silhouette in der Savanne, das Nashorn. Mit seiner dicken Haut, den großen Hörnern und seiner massiven Statur gleicht das Nashorn einem antiken Streitwagen, der lautlos durch hohes Gras fährt. Doch hinter dieser kraftvollen Erscheinung verbergen sich Nashörner als sanfte, konfliktarme Wesen. Die sich oft aus Schwierigkeiten heraushalten. Sie jagen nicht. Sie kämpfen nicht um Territorien wie Löwen und koordinieren ihre Jagden auch nicht wie Wildhunde. Die meiste Zeit sind Nashörner nur unterwegs, fressen Gras und suchen Wasser. In Afrika gibt es zwei Hauptarten von Nashörnern. Das größere Breitmaulnashorn seiner breiten Schnauze, die sich zum Grasen eignet, und das kleinere Spitzmaulnashorn mit seiner spitzen Schnauze, das sich meist von Sträuchern ernährt. Beide leben allein oder in kleinen Gruppen, fallen nicht auf und verursachen keine großen Störungen.
Aber genau deshalb werden Nashörner zur Zielscheibe. Nicht, weil sie schädlich sind, sondern weil sie Hörner haben, denen der Mensch viele Werte zugeschrieben hat, die die Natur nicht bestätigt hat. Und das ist der Beginn einer großen Tragödie, die Jahrzehnte andauert. Das Horn des Nashorns besteht eigentlich nur aus Keratin, ähnlich wie Haare oder Nägel, aber der Mensch hat ihm einen zu hohen Wert beigemessen. Seitdem ist Wilderei eine ständige Bedrohung für diese Art und Nashörner bleiben in den Graslandschaften zurück. Beim Nashornschutz geht es nicht nur um die Rettung einer Art, sondern auch darum, die menschliche Fähigkeit zu testen, zu bewahren, anstatt zu zerstören. Keine Art ist perfekt, kein Individuum allmächtig. Doch jedes Lebewesen trägt zum Gleichgewicht dieses riesigen Ökosystems bei. Denn die Natur braucht den Menschen nicht zum Überleben. Aber wir brauchen die Natur, um weiterhin wir selbst zu sein. Unter dem weiten Himmel der Savanne, wo stets harte Herausforderungen lauern, erhebt sich das Gnu als furchtloser Krieger. In einem Leben voller Kämpfe auf Leben und Tod ist das Gnu nicht nur ein begabter Stratege, sondern auch ein Symbol für Ausdauer und Unbezwingbarkeit. Begleiten Sie uns in die Wildnis und erleben Sie die spektakulären Kämpfe und die atemberaubende Überlebensreise dieser legendären Antilope. Wettlauf mit dem Tod, Gnus und die große Migration. Auf den goldenen Graslandschaften Kenias, wo der Wind wie ein Flüstern der Natur durch jeden Grashalm weht, wandelt ein außergewöhnliches Geschöpf gemächlich durch den Wald. Das Gnu, eines der typischsten und seltsamsten Tiere Afrikas. Mit dem muskulösen Körper eines Erdreptils, dem breiten Kopf eines Büffels und dem graubraunen Fell, das mit dem Boden verschmilzt, ist das Gnu ein ebenso albernes wie seltsames Geschöpf. Es hat eine breite Brust, lange, kräftige Beine, die bei Bedarf zum Sprinten geeignet sind, und eine lange, wallende Mähne, die seinen Hals bedeckt und an die ungezähmte Wildheit der urzeitlichen Savanne erinnert. Es hat gebogene Hörner, die sich wie eine Sens nach außen und dann nach innen biegen, ein Merkmal, das Männchen und Weibchen gleichermaßen teilen. Aber nur die erwachsenen Männchen nutzen sie für Paarungskämpfe, oft donnernde Angriffe, bei denen Kraft und Ausdauer alles sind. Die Augen der Antilope liegen horizontal nahe den Seiten des Kopfes, wodurch sie ein nahezu 360-Grad-Sichtfeld hat. Ein Merkmal, das im Grasland, wo es keine Bäume oder Auslaufmöglichkeiten gibt, unerlässlich ist. Es ist ein Pflanzenfresser mit einem komplexen Wiederkäuermagen. Gnus verbringen den Großteil ihres Tages mit Grasen, ständig auf der Suche nach frischem Gras. Doch ihre unermüdliche Geschäftigkeit macht sie zu leichten Zielen, besonders wenn ihre Instinkte abgelenkt sind. An einem stickigen Nachmittag,
an dem die Sonne feuerrote Streifen über den kenianischen Horizont wirft, entfernt sich ein ausgewachsener Bulle von der Herde. Er ist nicht verletzt. Er hat lediglich sein Tempo verlangsamt und hält an, um auf einem Stück saftigen Grases in der Nähe eines Akazienbusches zu grasen. Nicht weit entfernt unter den hohen Gräsern, die wie unbewegliche Feuer wirken, funkelt ein paar goldene Augen in der Stille. Eine Löwin lauert. Sie brüllt nicht. Sie braucht es nicht zu brüllen. Die erfolgreichsten Jagden verlaufen lautlos. Am Himmel begannen Geierschwärme zu kreisen, die wie schwarze Tintenflecken auf Seide wirkten. In der Ferne blickten sich einige andere Gnus um und setzten dann ihre Reise fort, als wären sie an diesen harten Kreislauf gewöhnt. Niemand blieb zu lange stehen, um es zu bereuen. Denn in diesem wilden Land hört das Leben nie auf. Es geht einfach weiter, geht von einem Körper zum anderen über, wie ein endloser Fluss. Der Sonnenuntergang verebbt. Die Nacht bricht über das kenianische Grasland herein. Neue Geschichten beginnen. Nach Monaten der Dürre, in denen der Boden wie Krähenfüße auf der Savanne rissig war, ziehen endlich die ersten Wolken am Horizont auf. Zuerst sind es zarte graue Streifen, dann werden sie mit jedem Nachmittag dichter und dunkler. Dann regnet es eines Tages. Kein sanfter Regen wie ein Flüstern, sondern der Regen des Lebens, schwer, entschlossen und unerbittlich. Der ausgedörrte Boden verwandelt sich augenblicklich in Schlamm. Flache Vertiefungen werden zu Sümpfen. Aus Spalten, Baumwurzeln und scheinbar kargen Landstücken sprießt junges Gras wie Feuer, grün und üppig. Das kenianische Grasland verändert innerhalb weniger Tage seine Farbe. Und dann beginnt die größte Reise aller Pflanzenfresser, die große Migration, bei der Millionen von Gnus, Zebras und Gazellen ihre ausgelaugten Ländereien verlassen und nach Norden ziehen, dorthin, wo die Regenfälle vorüber sind und neue Weiden gewachsen sind. Niemand gibt Befehle, kein Anführer, keine Karte,
Nur der Instinkt, etwas, das über Tausende von Generationen in jedem Muskelgesim, in jedem Schritt aufgezeichnet wurde. Hunderttausende Gnus setzen sich in Bewegung, in Herden, in kleinen Gruppen, dann gemeinsam wie schwarze Wellen, die über ein Grasmeer rollen. Die Wanderung erstreckt sich über Dutzende von Kilometern und endet nie. Die Hufe scharren über den Boden und hinterlassen namenlose Spuren durch die Savanne. Die Luft ist erfüllt von Staub und Körpergeruch, Rufe, die Schreie verlorener Kälber, das Stampfen laufender Füße. All das erzeugt einen Klang, der drängend und gleichzeitig komprimiert ist. Die Reise ist nicht einfach nur Bewegung. Sie ist die ultimative Bewährungsprobe für Ausdauer, fürs Überleben in einer Welt, in der Schwäche keinen Platz hat. Und dann erscheint der Mara-Fluss, der Fluss, der Leben und Tod trennt. Ein nicht allzu breiter Strom, aber voller Gefahren. Das Wasser ist aufgewühlt, trüb von Schlamm und Geröll. An der Oberfläche wirkt es ruhig, doch darunter liegt eine andere Welt. Dort verstecken sich riesige Nilkrokodile in aller Geduld. Seit Wochen haben sie auf diesen Moment gewartet. Die Gnu-Herde steht am Ufer, zögernd, verwirrt. Keines will vorangehen, doch dahinter strömen tausende andere herein und drängen sich. Und so, wie eine Flut, die über die Ufer tritt, taucht das Erste. Dann das Zweite, das Dritte. Und dann Hunderttausende weitere. Während am Ufer tausende Gnus sich einen Weg über den Fluss bahnen, bewegt sich unter dem trüben Wasser der Mara lautlos eine andere Welt. Die Welt des geduldigsten aller Raubtiere, des Nilkrokodils. Kein Laut, keine einzige Bewegung. Sie liegen still, perfekt verborgen im schlammfarbenen Wasser. Nur ihre Augen ragen über die Oberfläche und ihre Schnauzen atmen lautlos ein. Ihre riesigen, bis zu 5 Meter langen Körper kriechen langsam wie lebende Felsen über den Flussboden. Ihre raue, graubraune Haut verschmilzt mit dem Wasser, sodass selbst die aufmerksamsten Blicke vom Ufer aus sie kaum entdecken können. Sie haben gewartet, nicht Minuten, nicht Stunden, sondern Wochen, ja Monate. Seit Beginn der Regenzeit wissen diese Herrscher der Flüsse, dass die Antilopenherden früher oder später zurückkehren werden. Sie fasten, versinken im kalten Wasser, scheinbar regungslos, aber nicht schlafend.
Jedes Geräusch des Wassers, jedes leichte Zittern des fernen Ufers spüren sie durch ihre Haut und das spezielle Sinnessystem, das an beiden Seiten ihrer Schnauze verläuft. Nilkrokodile sind die Verkörperung der Zeit. Sie haben es nicht eilig, sie brauchen es nicht. Krokodile jagen nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Überraschung und Optimierung der Umgebung. Obwohl Krokodile im herkömmlichen Sinne nicht gesellig sind, haben sie während der Migrationssaison eine implizite Hierarchie bei der Jagd. Die älteren, reiferen Tiere haben Vorrang vor der Beute. Die kleineren oder schwächeren Tiere warten, bis sie an der Reihe sind. Es ist offensichtlich, dass sie nicht chaotisch wie Hyänen kämpfen, sondern sich geordnet, ruhig und effizient organisieren. Jedes Individuum kennt seine Grenzen und seine Rolle in diesem System. Ein besonderes Merkmal von Krokodilen ist, dass sie nicht jeden Tag fressen müssen. Dank ihrer Fähigkeit, langsam zu verdauen und energieeffizient zu verstoffwechseln, kann ein erwachsenes Krokodil wochenlang mit nur einer großen Mahlzeit auskommen. Ihre Jagd dient daher nicht dazu, den Magen sofort zu füllen, sondern Energie für die langen Tage des Wartens zu speichern. Das macht sie auch geduldiger als jedes andere Raubtier. Sie können eine Woche lang auf der Lauer liegen, um einen einzigen Schlag auszuführen. Nach der Überquerung, wenn die Gnuerde vorbeigezogen ist, kehrt die Oberfläche des Mara-Flusses zu ihrer ursprünglichen Ruhe zurück. Die Nachmittagssonne taucht den Fluss in Gold und spiegelt die trägen Schatten der Krokodile, die sich auf den Felsen sonnen. Sie wirken nicht mehr bedrohlich, nur noch ihre wedelnden Schwänze und halb geschlossenen Augen. Doch unter dieser rauen Haut arbeitet noch immer eine perfekte biologische Maschine, noch immer ein lautloser Killer der Wildnis. Sie brüllen nicht. Sie müssen nicht rennen. Sie warten einfach, und wenn die Zeit gekommen ist, haben sie immer recht. Die Oberfläche des Mara-Flusses ist nun ruhig geworden.
Das Wasser, das einst von Hunderten von Hufen und den Schreien wandernder Tiere wirbelte, ist nun nur noch ein sanftes Kräuseln. Die riesigen Krokodile mit ihren massiven, schweren Körpern kriechen leise den Sand hinauf, um ein Sonnenbad zu nehmen. Ihre Mäuler glänzten vom Wasser und schlossen sich langsam nach einem Festmahl. Jede Bewegung hatte die gemächliche Leichtigkeit eines Tieres, das ohne Eile sein Ziel erreicht hatte. Die letzte Gnuerde hatte das Flussufer überquert. Jedes einzelne Tier war erschöpft, sein Fell tropfnass. Sein Körper zitterte vor Erschöpfung. Doch alle gingen weiter, instinktiv, dem Rhythmus der Reise folgend, der ihnen seit Jahrtausenden im Blut lag. Niemand blickte zurück. Doch dahinter, wo das Wasser noch Spuren von Wellen aufweist, die sich noch nicht aufgelöst haben, wo noch nicht alle weitergezogen sind, liegt eine andere Geschichte, die geschrieben werden will. Von den Geschöpfen des Himmels. Von weitem sind sie nur kleine schwarze Punkte vor dem blauen Steppenhimmel. Sie kreisen in weiten Kreisen, langsam und methodisch. Jeder Flug ist eine Schicht subtiler Wahrnehmung, die nach unten dringt. Da liegt der Geruch von Fleisch im Wind, da treiben Kadaver, da eröffnen sich Möglichkeiten, wo die Jäger abgehauen sind. Sie sind Geier, die letzten Wächter des Ökosystems und zugleich die Experten des Todes. Wenn die Krokodile satt sind und fortgezogen sind, schwimmt das, was übrig bleibt, auf dem Wasser. Die Kadaver von Antilopen, die zu schwer verletzt sind, um ans Ufer zu schwimmen, Kälber, die verloren gegangen sind und die Strömung nicht überqueren können, oder schwache Individuen, die erschöpft mitten im Fluss liegen. Und dann übernehmen die Geier ihre Rolle. Einer nach dem anderen landeten die Geier lautlos auf den Felsen am Flussufer, ihre schwarzen Augen nie vom Wasser abgewandt. Sie stürzten sich nicht sofort darauf. Wie Krokodile sind Geier ordentlich und kontrollieren ihr Verhalten instinktiv. Der erste landete auf dem zwischen zwei Felsen schwimmenden Antilopenkadaver. Er nickte, drehte den Kopf und beobachtete aufmerksam, bevor er sich näherte. Als er sicher war, dass keine Gefahr drohte, kein Krokodil, keine Hyäne, senkte er den Kopf. Nach nur wenigen Minuten trafen die anderen Schwärme ein. Weißrückengeier, Rüppelgeier, Haubengeier, alle versammelten sich und bildeten eine seltsam kooperative Gruppe in der Wildnis. Sie kämpften nicht, konkurrierten nicht wie Löwen. Jeder Einzelne näherte sich einem anderen Teil des Kadavers und teilte die Arbeit auf natürliche Weise auf. Es war kein Chaos, es war die geordnete Routine der Natur.
Nach Hunderten von Kilometern trockenem Land, rotem Staub und reißenden Flüssen erreichten die Gnus endlich neues Territorium, die üppigen Graslandschaften der südlichen Serengeti. Hier schien die Luft anders zu sein. Der Wind trug Feuchtigkeit, den Geruch von frischem Gras nach den ersten Regenfällen und den Duft neuen Lebens, das aus der gut bewässerten Erde sprießt. Der Himmel war nicht mehr so hell und rau wie über dem Mara-Fluss. Stattdessen zogen dicke graublaue Wolken langsam vorüber, als ob sie der Herde Schutz boten, die gerade ihre Reise zum Überleben angetreten hatte. Und dann, als hätte die Natur den Überlebenden ein letztes Geschenk gemacht, fiel der erste Regen. Jeder große Wassertropfen traf auf den trockenen Boden und verströmte den unverwechselbaren Duft feuchter Erde nach der Dürre. Das gelbe Gras verfärbte sich rasch. Innerhalb weniger Tage färbten sich die Ebenen tiefgrün, als hätten sie nie eine Trockenzeit erlebt. Für die Gnus war dies mehr als nur ein Rastplatz. Dies ist ihr Ziel, der wichtigste Teil ihres jährlichen biologischen Zyklus, die Brutzeit. Mit dem Einzug von frischem Gras und reichlich Wasser beginnen sich die Hormone im Körper der Gnus zu verändern. Die erwachsenen Männchen werden deutlicher erkennbar. Ihre Muskeln werden muskulöser, ihre Hälse dicker und ihr Gebrüll ist im gesamten Grasland zu hören. Bei den Kämpfen geht es nicht um Zerstörung, sondern darum, die eigene Macht über die Partnerin zu behaupten. Gnus kämpfen nicht so heftig wie andere gehörnte Tiere, sondern nutzen eher ihr Gebrüll, ihren Gang und ein paar leichte Stöße, um ihren Status zu demonstrieren. Das Männchen, das ein gutes Revier, eines mit gutem Gras und Wasser besetzt, hat die besten Chancen, die meisten Weibchen anzulocken. Diese strenge, aber friedliche Selektion ist ein biologisches Versprechen, dass nur die Stärksten weitergegeben werden. Wenn ein Partner ausgewählt ist, verläuft der Paarungsvorgang einfach und unprätentiös. Doch hinter dieser Kürze verbirgt sich eine wundersame Reise, die im Körper jedes Weibchens beginnt. Die Reise eines neuen Lebens, geboren aus dem Grasland, um eines Tages die Flüsse zu überqueren, sich unter die Herden zu mischen und dem Ruf seiner Vorfahren zu lauschen. Das Gnu-Weibchen ist etwa 8 Monate lang trächtig, ein Zeitraum, der in etwa mit dem Regen-Trockenzyklus der Serengeti übereinstimmt. Gegen Ende der Regenzeit zieht die Herde zurück nach Norden und folgt den sich regenerierenden Trockenebenen. Und auf dieser Reise werden die ersten Kälber geboren. Die Geburt findet im Freien statt.
Es gibt kein Nest, keinen Schutz. Nur das Gras und der Himmel sind Zeugen. Doch das Gnu-Weibchen hat einen unglaublich starken Instinkt. Sie suchen sich einen abgelegenen Ort, getrennt von der Herde, um zu gebären, und kehren dann schnell wieder zur Herde zurück, sobald sie wieder auf den Beinen sind. Ein Gnu-Kalb kann bereits nach 5 Minuten stehen und seiner Mutter innerhalb von 15 Minuten nach der Geburt hinterherlaufen. Eine der bemerkenswertesten Überlebensfähigkeiten von Säugetieren. In einer Welt, in der Raubtiere ständig lauern, kann eine Verzögerung von nur wenigen Minuten den Tod bedeuten. Deshalb hat die Natur der Antilope einen außergewöhnlichen Vorsprung verschafft. Die Fähigkeit aufzustehen, sobald das Leben beginnt, und zu rennen. Nicht um zu fliehen, sondern um mit dem Puls der Herde des wandernden Lebens, das unaufhörlich über die Graslandschaften fließt, Schritt zu halten. Im Laufe von 3 Wochen werden Hunderttausende Kälber fast gleichzeitig geboren. Dieses Schauspiel ist nicht nur eine biologische Strategie, um die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs durch Raubtiere auf ein einzelnes Tier zu verringern, sondern auch eine Feier des Lebens. Ein Bekenntnis dazu, dass das Leben, egal wie rau die Natur ist, immer einen Weg findet zu keimen, sich auszubreiten und zu wachsen.